There's a war in my mind. Siggy Shafai. Bei uns im Dorf gibt es sowas nicht. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist. Wir haben das Problem einfach nicht ernst genommen, negiert, verdrängt, nicht wahrhaben wollen. Dazu kommt dann die Sorge, man will keinen anschwärzen. Im Ergebnis ist auf jeden Fall weggeguckt worden. Und das ist das Hauptproblem. Black in my soul. Herzlich willkommen bei Hände weg, Stopp Kindesmissbrauch. Unser Verein beschäftigt sich mit der Prävention und Aufklärung von sexueller Gewalt an Kindern, weil dies bisher nur viel zu wenig getan wurde und gerade diejenigen, die jeden Tag mit Kindern zu tun haben, wie Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern und alle Menschen, die im täglichen Umgang mit den Kindern sind, viel besser geschult sein müssen, damit sie die Zeichen erkennen, wenn es um sexuelle Gewalt an Kindern geht. Es kann der Onkel, die Tante, Großvater, Großmutter, Vater, Mutter, Pfadfinderleiter, Fußballtrainer, Lehrer und alle Menschen, die täglich mit Kindern zu tun haben, sein, die sexuelle Gewalt ausüben. Und deswegen müssen wir hinschauen und insbesondere diejenigen, die jeden Tag die Kinder vor sich haben, weil in jeder Schulklasse 1 bis 2 Kinder im Durchschnitt sexuelle Gewalt erfahren, müssen insbesondere die Lehrpersonen, aber auch natürlich die Kinderärzte bei den Kleinsten und die Krankenschwestern hinschauen, um die Zeichen zu erkennen. Mit unserer Arbeit wollen wir aufzeigen, dass nicht nur die Pädophilie, die ja überhaupt noch gar nicht erforscht ist, sondern auch die sexualisierte Gewalt an Kindern in unserer Gesellschaft so verankert ist, dass es durch unsere gesamte Gesellschaftsstruktur hindurch verseucht ist und dass wir diesen Sumpf ausheben müssen. Wenn wir die Statistik ernst nehmen, wenn wir ernst nehmen, dass die WHO für Deutschland von 1 Million betroffenen Kindern pro Jahr ausgeht. Dazu haben wir unter anderem Tausende von Zeitungsartikeln analysiert, um aufzuzeigen, dass die heutige Gesetzgebung viel zu lasch ist und ein Ladendieb immer noch härter bestraft wird als jemand, der sich an Kindern vergeht. 4 erwachsene Männer vergehen sich an 2 kleinen Jungs, wechselseitig und aufs Schlimmste. Sie können sich es nicht vorstellen. Der pauschale Ruf nach einer abstrakten Strafrechtsverschärfung bei Kinderpornografie, wie er von Frau Kramp-Karrenbauer kommt, führt nicht weiter. Und das muss ein Ende haben, dass solche Fälle nicht mehr vor dem Amtsgericht bzw. dem Bezirksgericht verhandelt werden, sondern vor den Landgerichten und den Obergerichten. Nun schwenkt die Justizministerin um. Aus dem Vergehen soll auch juristisch ein Verbrechen werden. Schaut euch bitte unsere Webseite im Detail an, gebt uns Feedback und, ganz, ganz wichtig, meldet lieber einmal einen Verdachtsfall mehr als zu wenig und sprecht auf gar keinen Fall die betroffenen Personen darauf an, sondern wendet euch an die Jugendämter oder an die Polizei. Was da an Missbrauch passiert, ist wie Mord. Und da erwarte ich, dass es auch wie ein Verbrechen bestraft wird. I got war in my mind.